Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Rudolf Hess und Hermann Göring. Welche wahre Herkunft verbarg sich hinter ihrer so laut propagierten Rassenideologie? Das Dritte Reich hing bekanntermaßen einer extremen Rassentheorie an, die die Menschheit in angeblich höherwertige und minderwertige Gruppen unterteilte. An der Spitze dieser Hierarchie stand selbstverständlich die arische Rasse, in den Augen der nationalsozialistischen Führung vor allem Deutsche und Skandinavier. Man stellte sich vor, echte Arier seien hochgewachsen, blond, blauäugig und wiesen gewisse typische Schädel- und Körpermerkmale auf. Kurioserweise erfüllte ein erheblicher Teil der nationalsozialistischen Führung nicht einmal die eigenen Kriterien. In Deutschland kursierten zu jener Zeit bereits viele Witze über diesen Widerspruch. Zahlreiche Historiker behaupten außerdem, einige führende Nationalsozialisten könnten jüdische Vorfahren gehabt haben. Von einem Teil wurde diese Behauptung zur antisemitischen Beweisführung missbraucht, mit dem Argument, alles Unglück gehe ohnehin von Juden aus. Andere wiederum nutzten sie, um zu zeigen, dass die nationalsozialistische Ideologie mehr heiße Luft als Substanz war. Doch wer waren Adolf Hitler und die führenden Nationalsozialisten tatsächlich, wenn man ihre Genealogie genauer betrachtet? Die Frage nach Hitlers Herkunft und Nationalität sorgt zwar bis heute für Spekulationen, doch weitgehend ist geklärt, dass er hauptsächlich die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg trug. Als er an die Macht kam, vereinte er mehrere Ämter in seiner Person: Reichskanzler, Führer Deutschlands und später Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht. Faktisch war er der Führer der deutschen Nation. Ab dem 1. August 1934, also einen Tag vor dem Tod von Paul von Hindenburg, erließ Hitler ein Gesetz zur Vereinigung der Reichspräsidenten- und Reichskanzlerwürde. Damit wurde er zum Führer und Reichskanzler. Am 28. Juli 1942 benannte er den Titel sogar in Führer des Großdeutschen Reiches um. Je schlechter die Lage an der Front wurde, desto pompöser ließ Hitler seinen Titel klingen. Doch welche Wurzeln hatte dieser Mann, der sich als Inbegriff des Ariers ausgab? Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 im österreichischen Braunau am Inn geboren. Sein Vater Alois war ein uneheliches Kind von Maria Schickelgruber, die 5 Jahre nach seiner Geburt Johann Georg Hiedler heiratete. Dessen Namen erhielt Alois jedoch erst sehr spät und durch einen Schreibfehler im Pfarramt wurde aus Hiedler schließlich Hitler. Alois machte Karriere als Zollbeamter, ein bemerkenswerter Aufstieg für einen Bauernsohn. Er heiratete schließlich Clara Pölzl, die Mutter des späteren Führers. Adolf war ihr 4. Kind und der einzige, der das Kleinkindalter überstand. Die Theorie, Hitlers Großvater sei Jude gewesen, stammt aus dem Jahr 1928 und behauptet, Alois leiblicher Vater sei ein tschechischer Jude gewesen. Doch die seriösen Genealogieforschungen konnten dafür keine Beweise finden. Die Familie war offenbar über mehrere Generationen österreichisch-bäuerlicher Herkunft. Rassenrein, arisch, war Hitler also genauso wenig, wie er jüdisch war. Sein Stammbaum zeigt sich in erster Linie als ländlich-österreichisch. Ein weiteres Beispiel, wie die nationalsozialistischen Rassenkriterien kaum auf die eigene Elite passten, liefert Heinrich Himmler. Dieser vergrößerte die Schutzstaffel konsequent, indem er sie als eine Eliteinstitution inszenierte. Er zog Adelige an, die seinen Machteinfluss stabilisierten, und reiche Gönner, welche die Schutzstaffel finanzierten. So wuchs eine Organisation heran, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs fast 800.000 Mitglieder umfasste. Mit eigenen Truppen, 38 Divisionen der Waffenschutzstaffel, Polizeikräften, Geheimdiensten sowie einem Netzwerk an Konzentrationslagern mit Millionen Inhaftierten. Himmler wurde im Oktober 1900 in München geboren. Sein Vater, Joseph Himmler, war Gymnasiallehrer. Seine Mutter Anna stammte ebenfalls aus Bayern. Beide waren streng katholisch. Heinrich war von schwacher Gesundheit, etwas kränklich und körperlich eher unauffällig. Dennoch stieg er zu einem der mächtigsten Männer des nationalsozialistischen Staates auf. Im Gegensatz zu seiner angeblich rein arischen Überzeugung entsprach er selbst keiner Nordmann-Physiognomie und seine bayerischen Wurzeln machten ihn offensichtlich nicht zum blonden Wikinger-Typ. Obwohl er für Holocaust, Gestapo und das Schutzstaffelsystem hauptverantwortlich war, wirkte er äußerlich blass und linkisch, was ihn jedoch nicht daran hinderte, Hitlers zweitwichtigster Mann zu werden. Ein weiterer prominenter Name, Hermann Göring, ebenfalls bayerischer Herkunft.
Sein Vater Ernst diente als Diplomat und war einige Zeit Reichskommissar in Deutsch-Südwestafrika. Ab April 1933 leitete Göring das neu gegründete Reichsluftfahrtministerium und betrieb heimlich den Aufbau der Luftwaffe, obwohl das im Versailler Vertrag untersagt war. Nach dem Blitzsieg über Polen, Herbst 1939, wo die Luftwaffe entscheidend beitrug, wurde er mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Im Gesetz vom 29. Juni 1941 wurde Göring zum offiziellen Nachfolger Hitlers erklärt, falls dieser handlungsunfähig oder tot wäre. Doch je länger der Krieg dauerte und je deutlicher die Luftwaffe ihre Dominanz verlor, desto mehr schwand auch Görings Ansehen. Die Versorgung der 6. Armee in Stalingrad erwies sich als Fiasko. Berlin wurde trotz seiner Phrasen regelmäßig bombardiert, was man ihm anlastete. Im April 1945 geriet er sogar in Hausarrest wegen angeblicher Verratspläne. Der gefallene Mann erschien später vor dem Nürnberger Tribunal, beging jedoch Suizid, bevor das Urteil vollstreckt werden konnte. Görings Mutter Franziska, geborene Tiefenbrunn, hatte bäuerliche Wurzeln. Ihr Mann war längere Zeit in diplomatischen Diensten in Haiti tätig und Hermann kam schließlich im Februar 1993 in Rosenheim in Bayern zur Welt. Manche Legenden behaupteten, ein gewisser jüdischer Baron von Pönstein sei Gutvater oder gar biologischer Vater Görings gewesen. Doch Recherchen legen nahe, dass Franziska Göring ihren Sohn auf Haiti empfing, wo Pönstein nicht anwesend war. Demnach sind diese Gerüchte haltlos. Göring galt also ebenfalls als rein deutscher Bayer. Offiziell war Rudolf Hess anfangs die Nummer 3 im Reich, gleich nach Adolf Hitler und Hermann Göring. Später rückte Heinrich Himmler in der Machtstruktur nach vorn, während Hess im Jahr 1941 eine mysteriöse Flugreise nach Schottland unternahm, wohl in der Hoffnung auf Friedensverhandlungen. Dieser Versuch scheiterte jedoch vollständig. Man inhaftierte ihn in Großbritannien und das nationalsozialistische Regime stufte ihn daraufhin als Verräter ein. Nach dem Krieg wurde nie endgültig geklärt, was er mit diesem Flug tatsächlich beabsichtigt hatte. Rudolf Hess blieb bis zum Jahr 1987 im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis und starb dort unter bis heute rätselhaften Umständen. Sein Verdienst bestand vor allem darin, Adolf Hitler den Weg in die Politik zu ebnen und beim Aufbau der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei maßgeblich mitzuwirken. Rudolf Hess wurde in Ägypten geboren. Sein Vater Johann stammte jedoch aus Bayern und war ein vermögender Kaufmann. Auch seine Mutter Clara, geborene Münch, hatte bayerische Wurzeln. Das Ehepaar führte in Alexandria ein florierendes Handelsunternehmen. Als Rudolf 14 Jahre alt war, schickte man ihn auf ein Internat nach Deutschland. Obwohl er im Ausland geboren wurde, war seine Abstammung also eindeutig deutsch. Und dann Joseph Goebbels, der Mann, der die nationalsozialistische Propaganda definierte wie kein anderer. Im Jahr 1933 avancierte er zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Offiziell leitete er kein Heer und keine Polizei, doch war er beinahe ebenso einflussreich wie die Militärs. Mit seinen inszenierten Auftritten, Reden und der totalen Kontrolle der Medien formte er das Bild des nationalsozialistischen Regimes in der Welt. Optisch wirkte Goebbels mit seinem schmächtigen Körper und dunklen Haaren absolut nicht arisch. Man nannte ihn in der Schule teils Rabbiner. Noch dazu war er von Jugend an gehbehindert durch eine Knocheninfektion. Seine Eltern waren allerdings deutsche Katholiken. Sein Vater Friedrich Goebbels arbeitete als Buchhalter. Seine Mutter Maria, geborene Oddenhausen, stammte aus dem ländlichen Umland des Rheinlandes. Da eine ihrer Ahninnen Holländerin war, entstand das Gerücht, Goebbels habe eine jüdische Großmutter. Er hielt diesem Vorwurf entgegen, indem er im Jahr 1932 öffentlich seine Genealogie vorlegte, in der es keine jüdischen Vorfahren geben sollte. Insofern man den historischen Unterlagen Glauben schenken darf, waren Hitler, Himmler, Göring, Goebbels und Hess in erster Linie ethnische Deutsche, bei Hitler mit österreichischer Herkunft. Inwieweit parteiinterne Stellen ihre Archive nachträglich manipulierten, lässt sich bis heute nicht restlos klären. Sicher ist jedoch, keiner dieser führenden Nationalsozialisten entsprach vollständig den rein arischen Idealvorstellungen, die sie selbst so fanatisch propagierten. Bleibt die Frage, fälschten die Nazis womöglich gezielt ihre Abstammungsnachweise? Eine eindeutige Antwort existiert nicht.
Doch sowohl der Umgang mit Dokumenten als auch die Versuche, das eigene Ariertum zu beweisen, lieferten Indizien, dass in der NS-Führung jeder Verdacht zu vertuschen war, um den Mythos der rassischen Überlegenheit nicht zu gefährden. Was denkst du? Halten Sie es für möglich, dass die Nazis Dokumente zu ihrer Herkunft massiv frisierten? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.